Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zu dem Thema 1933. Die deutschen Streitkräfte waren den Alliierten 1:15 unterlegen. Ein Thema, das ebenso in keinem Schul- und in den meisten Geschichtsbüchern natürlich nicht vorkommt. Die Nationalsozialisten wollten nicht nur die einfachen Menschen für ihre Ideen gewinnen, sondern auch das Militär. Hitler wusste nur zu gut, dass er ohne die Tolerierung oder bestenfalls der Unterstützung der Wehrmacht später keine Chance haben würde, seine Politik durchzusetzen, was durchaus realistisch war. Was ihm zugute kam: die Generäle lehnten den Versailler Vertrag mit der Beschränkung der Armee durchweg ab. Nicht nur in der Rede vom 3. Februar 1933 machte Hitler ihnen klar, dass sein Kampf in erster Linie der Beseitigung des Versailler Vertrages und der darin auferlegten Militärfesseln gelten. Er wollte sich zudem für die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht einsetzen, eine Wiedererrichtung des Generalstabs, einer neuen Luftwaffe, Großkampfschiffe für die Marine, schwere Artillerie und Panzer für das Heer sowie der Beseitigung jeder Kontrolle der Militärausgaben durch nationale oder internationale Instanzen. Das wird als Beweis herbeigeführt, dass Hitler 1933 schon einen Krieg wollte und plante, einen Weltkrieg. Absolut vollkommener Quatsch. Die Wahrheit ist, weil alle anderen Länder nicht abrüsteten, so wie es laut ihrem eigenen Versailler Vertrag Artikel 8 und in den Verhandlungen in Genf hätten sie eigentlich machen müssen und eben nicht, weil Hitler einen Weltkrieg plante. Das ist eine ganz andere Sicht der Dinge. Hitler rüstete auf, weil die anderen nicht abrüsteten. Deutschland wurde blank gemacht mit allen Waffen beim Versailler Vertrag. Dort stand drin, dass auch alle anderen Unterzeichnerstaaten abrüsten sollten. Die haben es nicht gemacht, die haben im Gegenteil immer aufgerüstet, 20 Jahre lang. Und Hitler hat dann gesagt, okay, wenn ihr nicht abrüstet, wie es im Versailler Vertrag steht, dann rüste ich auf. Eine ganz andere Sicht der Dinge, die ich aber beweisen und belegen kann. Ihr braucht nur Artikel 8 des Versailler Vertrages zu lesen. Nichtsdestotrotz, Hitlers Versprechungen waren natürlich Wasser auf den Mühlen der gedemütigten Militärs. Auch gegenüber dem Ausland machte er kein Hehl aus seiner Abneigung des Versailler Vertrages. Hitlers Strategie war klar. Weil keiner der anderen Staaten abrüstete, sondern im Gegenteil noch mehr aufrüstete, obwohl in Genf eigentlich das Gegenteil vereinbart worden war, würde sich Deutschland ebenso wieder bewaffnen. Wo lest ihr das? In welchem Geschichtsbuch steht es? In welchem Schulbuch steht es? Da steht genau das Gegenteil drin. Ja, 1933, Hitler hat schon in Mein Kampf geschrieben, er will die ganze Welt erobern, bla 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 bla. Also 1933 wollte er schon einen Weltkrieg, deshalb hat er aufgerüstet und so weiter und so fort. Nein, alles Quatsch. Alles Quatsch. Aus seinen Aussagen, aus seinen Reden und aus den Dokumenten des Versailler Vertrages kann man ganz klar herausziehen, dass Deutschland aufrüstete, dass Hitler aufrüstete, weil die anderen nicht abrüsteten. Das ist die Wahrheit. Basta. Könnt ihr nicht widerlegen. Auch 15 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg war Deutschland immer noch nicht in der Lage, sein eigenes Territorium zu schützen. Im Gegensatz zu den anderen Staaten, die anstatt ich habe schon erwähnt, immer mehr aufgerüstet hatten. Deshalb sollte die bereits geplante und angestrengte Aufrüstung der Weimarer Regierungen auch durch das NS-Regime fortgesetzt werden. Eine weitere Tatsache, die verschwiegen wird. Schon die Weimarer Regierung hat die Aufrüstung beschlossen. Es war nicht Hitler. Schon die Weimarer Regierung hat die Aufrüstung beschlossen. Ich erinnere nur an den Panzerkreuzer und so weiter. Und wer war in den Weimarer Regierungen oft beteiligt? Die SPD. Habe ich auch ein Buch darüber geschrieben. Als Hitler am 30. Januar 1933 an die Macht kam, verteilten sich die Landstreitkräfte wie folgt: Deutschland 100.000 Mann,
Sowjetunion 885.000 Mann, Frankreich 655.000 Mann, Polen 298.000 Mann, Tschechien 140.000 Mann, Belgien 66.000 Mann und Litauen 32.000 Mann. Also die Sowjetunion hatte 8-mal mehr Landstreitkräfte wie Deutschland. Im Frieden, nicht im Krieg. Frankreich 6-mal mehr, Polen 3-mal mehr. Zählt man die potenziellen Gegner des Deutschen Reiches zusammen, also alle Gegner, potenziellen Gegner, ergab sich immer noch eine Überzahl von 15:1. Im Falle einer Mobilmachung, also unter Einbeziehung von Reservisten, sah das Verhältnis noch viel schlimmer aus. Die K-Stärke, also Kriegsstärke der Länder 1933, Frankreich 4,5 Millionen, Polen 3,2 Millionen, Tschechien 1,3 Millionen, Belgien 600.000, Litauen 150.000, Deutschland 100.000, Frankreich 4,5 Millionen, Polen 3,2 Millionen, Tschechien 1,3 Millionen, Deutschland 100.000. Im Kriegsfall betrug das Verhältnis also 98:1. Verschwiegen bei Hitlers Amtsantritt betrug die Anzahl der Streitkräfte der Gegner Deutschlands 15:1 und im Kriegsfall sogar 98:1. Entschuldigt das Handy, ich habe es vergessen auszumachen, aber es passiert halt. Also bei Hitlers Amtsantritt betrug die Anzahl der Streitkräfte der Gegner Deutschlands 15:1 und im Kriegsfall sogar 98:1. Das muss man einfach wissen, warum Hitler aufgerüstet hat. Er konnte sein Territorium nicht verteidigen. Mit 100.000 Mann absolut unmöglich. Mit 100.000 Mann absolut unmöglich, wenn seine Gegner Frankreich 4,5 Millionen hatten, Polen 3,2 Millionen, Tschechien 1,3 Millionen, Belgien, sogar das kleine Belgien hatte 6-mal mehr Männer in der also in der Kriegsstärke als Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt, wenn ihr mehr wissen wollt, wie die Geschichte verlogen, manipuliert, vertuscht und verschwiegen wird und dass ich all diese Dinge aufdecke, minutiös mit Dokumenten, die man nicht widerlegen kann, die auch jeder juristischen Prüfung standhalten, dann abonniert oder kauft meine Buchreihe Adolf Hitler eine Korrektur. Korrektur heißt nicht Verherrlichung, Korrektur heißt Objektivierung. Hier ist Band 1. In diesem Band beschreibe ich den Ersten Weltkrieg und Adolf Hitler im Krieg und wer die NSDAP und Hitler finanziert hat. Mit Namen, mit einer Liste von allen Leuten und Firmen, die Hitler finanziert haben. Band 2, Machtübergabe, dass ohne die SPD Hitler eigentlich nicht an die Macht gekommen wäre. Die Entstehung der ersten Konzentrationslager, warum man die überhaupt errichtet hat, dass die Konzentrationslager schon unter der SPD-Regierung in der Weimarer Republik errichtet wurden, weiß auch keiner. Und den Röhmputsch, was die tatsächlichen Gründe waren für den Röhmputsch, die auch verschwiegen wurden. Und Band 3, die Vorkriegsjahre. Wie kam es überhaupt zum Krieg? Die Bände 4, 5 und 6, die bereits erschienen sind, handeln dann vom Krieg, also von Polen, Feldzug, vom Frankreich-Feldzug und von der Schlacht um England. Ich schreibe gerade Band 7 über den Balkan- und Afrika-Feldzug, über den Wüstenfuchs Erwin Rommel. Ihr könnt euch auf dieses Buch freuen, es wird im Dezember erscheinen. Ich arbeite gerade daran. Ich bin Einzelkämpfer, ich werde angefeindet. Wenn ihr die Kommentare lesen würdet, die ich alle sammle und dann lösche, dann würdet ihr es nicht glauben, was man zu mir alles sagt. Ich kann das gar nicht wiederholen, wie man mir den Tod wünscht und dass warum meine Mutter geboren wurde, weil dann wäre ich auch nicht geboren. Und also ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Also ich bin Einzelkämpfer, ich bin auf eure Hilfe angewiesen. Bitte abonniert mich, meinen Kanal, abonniert mich auch bei Telegram, dort bin ich täglich. Kauft meine Bücher, wenn ihr euch für das Thema interessiert.
und unterstützt mich und empfiehlt mich weiter. Ich bedanke mich im Voraus bei euch. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grandt.